Heute sprechen wir über die Preise an der Ostsee in Polen und was mich ein 13-tägiger Ostseeurlaub in Polen gekostet hat. Das und vieles mehr erfahren wir gleich nach dem Intro. An dieser Stelle auch nochmal Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Falls du das erste Mal bei mir vorbeischauen solltest, würde es mich wirklich freuen, wenn du den Channel abonnieren würdest und ein Like da lässt. Das würde mich wirklich sehr unterstützen und würde auch dafür sorgen, dass ich in Zukunft weitere Videos dieser Art produziere. Kommen wir jetzt aber auch schon direkt zum Hauptthema und sprechen mal ein bisschen über die Preise an der Ostsee in Polen und was ich bei einem 13-tägigen Aufenthalt in Polen an der Ostsee alles so ausgegeben habe. Weil man hört ja immer so zwei Seiten. Man hört einmal die Seite, die sagt, an der Ostsee ist das noch wesentlich günstig, und die anderen sagen, es ist eigentlich teuer an der Ostsee. Ich kann beide Seiten verstehen. Ich stehe so, würde ich jetzt mal sagen, so ein bisschen in der Mitte. Ich kann bestätigen, dass es wesentlich günstiger ist, als wenn man jetzt woanders Urlaub machen würde. Aber wenn man jetzt die Ostsee im Gegensatz zu, sage ich mal, vor 2-3 Jahren vergleicht, ist das schon teuer. Für den deutschen Urlauber, der nach Polen kommt, sind die Preise noch angemessen. Für den Einheimischen, der hier lebt und arbeitet, naja, durch die Inflation, durch die ganzen Preissteigerungen, ist das schon für den Einheimischen schon ein bisschen schwieriger, hier wirklich Urlaub zu machen. Aber kommen wir jetzt auch schon zu meinen Zahlen, was ich jetzt eigentlich ausgegeben habe in den 13 Tagen, wo ich hier Urlaub gemacht habe. Ich war 7 Nächte in Międzyzdroje und 6 Nächte in Kołobrzeg. Videos dazu könnt ihr euch auch angucken. Den Link packe ich euch dann später auch noch in der Videobeschreibung. Ihr könnt auch mal gleich gerne das Video pausieren und mir mal vielleicht eine Schätzung geben, was ich in den 13 Tagen komplett ausgegeben habe. Ihr könnt auch gerne die Summe in Zloty oder in Euro schreiben. Das bleibt dann euch überlassen. So, schauen wir uns aber jetzt mal die Zahlen an, was ich hier ausgegeben habe. Ja. So, das müsste jetzt hier alles zu sehen sein. Also hier haben wir jetzt einmal die Zusammenfassung. Hier haben wir jetzt 7 Nächte Międzyzdroje. Ich habe für die Unterkunft 2.983 Zloty bezahlt. Das sind in Euro 634 Euro. Ich habe den Kurs genommen. 1 Euro gleich 4,70 Zloty, weil ja, der Kurs immer so ein bisschen variiert. 4,65, 4,70, 4,75. Ich habe jetzt einfach mal 4,70 genommen, um das leichter auszurechnen. Wir waren 7 Nächte in Belmar Resort. Das Video dazu findet ihr auch dann gleich in der Videobeschreibung, könnt ihr euch dann auch anschauen. Für die 7 Nächte mussten wir hier uns einen Parkplatz buchen. War direkt unter dem Belmar Resort, hatten wir eine Tiefgarage, hat 315 Zloty gekostet, täglich 45 Zloty. Man kann es auch günstiger kriegen, wenn man irgendwo weiter außerhalb parkt, habe ich schon gesehen, für 40 Zloty. Man kann es aber auch teurer haben. Wir haben das jetzt für 45 Zloty genommen, einfach weil es leicht war, unten drunter, unterm Resort, das Auto abzustellen, anstatt irgendwo jetzt kilometerweit zu laufen. In den 7 Nächten haben wir 550 Zloty für Restaurantbesuche ausgegeben. Also zu den Restaurantbesuchen zählen allgemein Restaurantbesuche, wenn wir auch mal im Café waren, irgendwie eine Waffel gegessen haben oder auch mal irgendwo eine Pommes am Stand geholt haben. Also das zählt alles zu den Restaurantbesuchen. Da haben wir für die 7 Nächte 505 Zloty bezahlt. Einkäufe waren 187 Zloty. Zu den Einkäufen zählen halt normale Sachen, die man halt zu Hause braucht, sowas wie Frühstück, irgendwelche Getränke, Aufschnitt, halt solche ganz normalen alltäglichen Sachen, die man so zum Leben braucht. Ich muss sagen, wir buchen uns in der Regel keine Unterkünfte mit Frühstück oder irgendwie Mittagessen oder sonst irgendetwas oder irgendwelche Halbpensionen. Wir nehmen gar nichts der ganzen Sache. Wenn wir uns Unterkünfte buchen, in der Regel immer mit einer Küche, weil wir immer so flexibel sein wollen und uns unser Frühstück selber zubereiten möchten. Und wenn wir nicht auswärts essen und, sage ich mal, abends im Apartment essen möchten, dass wir dann auch normal kochen können. Freizeitaktivitäten haben wir in den 7 Tagen weniger ausgegeben. Das waren 14 Zloty. Vielleicht ein bisschen außergewöhnlich oder nicht außergewöhnlich, ungewöhnlich.
Viele gehen vielleicht in verschiedenen, weiß nicht, Aquaparks oder ich weiß nicht was. Ich bin nicht so der Typ oder wir sind nicht so die in solche Bereiche gehen. Wir haben 14 Zloty nur ausgegeben, weil da war ein Nationalpark in Międzyzdroje, den haben wir besucht und da war auch eine Stelle, wo man Eintritt bezahlen musste. Dann haben wir hier noch sonstige Ausgaben. Sonstige Ausgaben habe ich sowas genommen wie zum Beispiel, wenn man ins Souvenirgeschäft geht, sich da irgendwie so einen Krimskrams kauft. Ich habe auch hier und da mal eine Spende dagelassen, wenn man mal einen Straßenkünstler was in einen Beutel schmeißt oder in seinen Hut schmeißt. So, das waren alles so diese sonstigen Ausgaben. Also alles, was jetzt nicht, sage ich mal, sein muss, aber was wir einfach mal ausgegeben haben. Also das war jetzt hier 7 Nächte Międzyzdroje. Ich habe das jetzt auch mal zusammengefasst. Dann haben wir hier insgesamt für die 7 Nächte mit Unterkunft 4.108 Zloty und 7 Grosze. Das sind umgerechnet, machen wir mal so, 874,06 €. Hier habe ich auch nochmal den Euro-Zloty-Kurs hingeschrieben, mit welchem ich das berechnet habe. So, dann gehen wir jetzt mal runter und schauen mal an, was ich eigentlich in Kołobrzeg ausgegeben habe. Hier waren wir 6 Nächte. Für die 6 Nächte haben wir 2.466 Zloty bezahlt. Wir waren auch in einem Apartment, was nicht direkt im Zentrum war ungefähr 5 Minuten Fußweg von der ganzen Promenade, war auch ein bisschen mehr in einem Wohnviertel, sehr schön, war aber super angenehm, echt. Dann mussten wir auch noch Kurtaxe zahlen, für 2 Personen 57 Zloty 60, 12,26 €. Restaurantbesuche genau das gleiche wie in Międzyzdroje, 455 Zloty, also jetzt die Zusammenstellung, was jetzt dazu zählt. Auch hier mit den Einkäufen, hier waren wir ein bisschen mehr einkaufen, hier waren wir für 255 Zloty einkaufen. Freizeitaktivitäten waren hier auch nicht so viel, 22 Zloty. Ich weiß gar nicht, was wir da jetzt gemacht haben. Ich glaube, wir waren auf der Molo. Die Molo kostete Eintritt, ich glaube 6 oder 7 Zloty. Ach ja, und der Leuchtturm kostet dort Eintritt, ich glaube 10 Zloty. Und ja, dann sind wir insgesamt für 2 Personen auf 22 Zloty gekommen. Und hier genau das gleiche, Souvenirgeschäfte, Spenden, Straßenkünstler, denen man da was zugeschmissen hat, knapp 170 Zloty. So, dann haben wir ja auch eine Zusammenfassung, hier auch nochmal fast 3.500 Zloty, fast 730 €, auch genau den gleichen Kurs genommen. Ich habe mir auch mal spaßeshalber ausgerechnet, was ich jetzt am Tag bezahlt habe, also was so meine Tagesausgaben waren. Und die waren eigentlich sehr ähnlich, wenn man bedenkt, dass ich in Międzyzdroje wirklich eine Nacht mehr war, waren die aber sehr, sehr, sehr also vom Tagesdurchschnitt waren die sehr ähnlich. Und zwar habe ich in Międzyzdroje 586 Zloty und 86 Grosze bezahlt am Tag für alles. Und in Kołobrzeg waren das 571 Zloty. Also das ist wirklich sehr, sehr, sehr ausgeglichen. Ja. So, dann gehen wir mal wieder zurück, dass wir eine bessere Sicht haben. So, dann haben wir natürlich auch noch die Spritpreise, was mich der ganze Sprit und Maut gekostet hat. Hier in Polen gibt es Mautgebühren, Autobahngebühren, die man bezahlen muss halt. Wir sind über die A2 gefahren, da sind halt die Mautstellen, wir könnten auch andersherum ein bisschen fahren, aber ich glaube, dann würde die Strecke 2 Stunden länger sein und ja, das war es mir einfach nicht wert. Das muss man, also die Summe ist auch für Hin- und Rückfahrt, ne? Also das ist für die Hinfahrt und Rückfahrt. Genau das gleiche mit dem Sprit. Also hier rechnen wir wirklich von Łódź bis nach Międzyzdroje, von Międzyzdroje bis nach Kołobrzeg und von Kołobrzeg wieder zurück nach Łódź. Das sind ungefähr 1240 Kilometer. Wir haben ungefähr 756 Zloty bezahlt. Wo wir hier zurück angekommen sind, war auch noch etwas im Tank drin, aber so ungefähr kann man sich das ja ausrechnen. Genauso wie die Autobahngebühren für Hin- und Rückfahrt. So, dann haben wir jetzt hier noch eine Gesamtsumme, was wir jetzt für die 13 Tage alles insgesamt bezahlt haben. Da haben wir für 13 Tage Ostseeurlaub, das heißt 7 Tage Międzyzdroje, 6 Tage Kołobrzeg, 5.450 Zloty plus Parkplatz,
Ich muss sagen, in CoObject war zum Beispiel der Parkplatz kostenlos, weil wir mitten in einer, sage ich mal, Wohnsiedlung gewohnt haben, hatten wir dadurch auch die Möglichkeit, an der Straße zu parken, mussten uns keinen bewachten Parkplatz nehmen oder irgendwie einen Parkplatz nehmen, der Gebühren gekostet hat. Kurtaxe, die wurden uns in CoObject zum Hotel oder zur Unterkunft nicht berechnet, die mussten wir nochmal separat bezahlen. 960 Zloty für 13 Tage Restaurantbesuche, Einkäufe 443 Zloty, Freizeitaktivitäten 36 Zloty, ja, und halt dann die sonstigen Ausgaben 271 Zloty, Benzin und Mautgebühren haben wir hier dann auch nochmal. Also dann haben wir hier eine Gesamtsumme für alles, also das heißt die Unterkunft mit Verpflegung und Autobahngebühren, Sprit und alles, was dazu gehört, Parkplatz, Pipapo, drum und dran, haben wir für 13 Tage Ostsee, 7 Tage Międzyzdroje, 6 Tage CoObject, 8.465 Zloty und 15 Grosche, was auf den Euro gerechnet ist, 1.801 Euro und 10 Cent. Ja, das waren jetzt hier meine ganzen Gesamtkosten. Ihr könnt mir ja mal gerne in den Kommentaren hinterlassen, ob ihr vielleicht damit gerechnet habt, dass es etwas günstiger ist oder vielleicht doch etwas teurer wäre. Was habt ihr eigentlich ausgegeben? Das würde mich auch mal so wirklich interessieren. Also für mich persönlich muss ich sagen, sind das Preise, die sind noch annehmbar, ja, aber wie gesagt, man muss immer so einen Urlaub ein bisschen individuell betrachten, weil jeder seinen Urlaub anders auslebt, jeder hat ein anderes Urlaubsverhalten, wie wir das jetzt hier auch gerade gesehen haben. Und ja, würde mich auf jeden Fall interessieren, wie ihr euren Urlaub verbracht habt, was ihr so ausgegeben habt. Und ja, in diesem Sinne danke ich euch wirklich, dass ihr euch mein Video bis zum Ende angeschaut habt. Ich hoffe, ich konnte euch wenigstens ein bisschen weiterhelfen und euch einen kleinen Einblick in die Urlaubskasse zeigen, was man hier so ungefähr ausgeben muss. Ja, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.